Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um die Apple Watch Ultra, genauer gesagt um die Leistungsmessung mit dem Fahrrad und der Apple Watch Ultra. Wie ihr seht, ich habe das Ganze jetzt hier aktuell im Keller, weil ich momentan Indoor-Training mache und jetzt nicht draußen fahre, weil das Wetter das einfach nicht zulässt. Das Ganze könnt ihr aber auch sowohl draußen als auch drinnen nutzen. Ich habe hier zum Beispiel den Tacx Neo 2T Smart, den ich momentan nutze, aber auch für draußen die Garmin Rallye Pedale, die ich auch aktuell hier an das Rad verbaut habe. Es gibt hier die App namens Work Outdoors, die habe ich jetzt hier auf der Apple Watch schon drauf. Ich habe diese ja schon im Zuge des Navigationsvideos mal vorgestellt. Das ist wirklich eine sehr, sehr umfangreiche App. Sie hat keine Abogebühren, sondern nur einmalige Kosten, um das Ganze hier entsprechend verwenden zu können. Ich würde im Video jetzt mal zeigen, wie ihr das Ganze verbinden könnt, wie das Ganze hier mit den Trainings funktioniert, was dann entsprechend hier an Apple Fitness übertragen wird und was ihr dann auch hier auf Work Outdoors dann zu sehen bekommt. Ja, ist dann auch ganz einfach. Ihr geht jetzt einfach in die App Work Outdoors hinein. Da verbinden wir das Ganze jetzt gleich hier mit der Apple Watch Ultra. Und wir sehen jetzt hier die ganzen Einheiten, die wir hier machen können. Und ich werde das Ganze jetzt einmal fürs Indoor-Training einrichten, also Indoor-Radfahren. Das Ganze geht aber dann natürlich auch mit Outdoor-Radfahren. Dann gehen wir jetzt einfach ganz runter auf Settings. Das ist hier. Das wählen wir jetzt entsprechend aus. Und hier können wir dann verschiedene Sachen einstellen. Ich möchte jetzt aber hier die Sensoren koppeln. Und das sind in dem Fall hier der Bluetooth-Sensor. Und dann sehen wir hier nochmal die Einheiten, wo wir das Ganze auswählen können. Cycling, Running. Also ihr könnt zum Beispiel auch ein Stride Footpod verbinden oder dann, wie gesagt, andere Leistungsmesser. Ja, dann gehen wir hier auf Indoor Cycling. Dann sehen wir hier schon Scan for Sensor. Und dann scannen wir das Ganze mal. Und dann sehen wir hier, ich habe jetzt gerade meine Rallye-Pedale auch mal aktiviert. Da sehen wir hier die Garmin Rallye-Pedale zum Beispiel, die hier angezeigt werden. Da geht dann nur Power und Kadenz. Und wir sehen beim Tacx Neo 2T, der übermittelt Power, Kadenz, Speed ist die Abkürzung und die Distanz. Also das heißt, hier bekommt ihr das volle Programm. Dann wählen wir den Tacx Neo 2T aus. Dann ist das Ganze auch schon gepaart oder beziehungsweise verbunden. Und hier unten kann man sagen, welche Sensoren wir dann überhaupt benutzen möchten. Ich könnte jetzt auch theoretisch, wenn ich jetzt das wollte, das macht jetzt aber keinen Sinn, den Sensor auch nicht nutzen. Oder ich sage zum Beispiel, ich möchte die Kadenz nicht haben, weil ich über die Pedale selber abholen wollen. Ich habe hier zum Beispiel ein Kadenzmesser da angebaut. Der kann aber nur ANT+, daher ist das hier mit der Apple Watch Ultra jetzt nicht möglich. Und so könnt ihr es nach euren eigenen Wünschen einstellen. Ich werde das Ganze wieder nutzen. So, jetzt kommen wir auch noch zu einer anderen Sache. Und zwar, wir haben hier Distanz und Pace. Da steht jetzt Required Tri Size. Also wir brauchen jetzt auf jeden Fall die Reifengröße. Und ich habe erst überlegt, was ich mache. Und die einzige für mich sinnvolle Variante war, einfach das Hinterrad zu nehmen, was sonst hier verbaut ist. Das wäre in diesem Fall das Rad hier. Und wir sehen, hier ist eine Größe angegeben. Wir sehen jetzt einmal 50 bis 75 PSI, das ist, wenn man es laden sollte. Und wir sehen jetzt hier einmal 700 mal 38C oder 38-622. Die Daten oder einer von den beiden Daten müsst ihr jetzt entsprechend hier in die App eintragen, damit ihr auch weiß, was für ein Hinterrad ihr nutzt. Dafür gehen wir jetzt hier nochmal zurück. Sagen wir einfach mal zurückgehen. Und dann gibt es hier unten hier ISO-Code, den man eingeben kann. Also es gibt dann zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal ISO-Code die Möglichkeit oder auch das Ganze hier einzeln einzugeben, auch wenn ihr die Millimeter wisst. Ich nehme jetzt einfach den ISO-Code, weil es an dieser Stelle am schnellsten und einfachsten ist. Jetzt wählen wir einfach hier 38,622 aus. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ja, dann ist das Ganze auch schon entsprechend hier hinterlegt. Ihr habt auch die Möglichkeit, in Work Outdoors eigene Trainings anzulegen. Ihr müsst dann einfach nur hier in der App auf Settings gehen. Und hier bekommt ihr dann auch angezeigt, für welche Sportarten ihr das Ganze machen wollt. Wir machen das Ganze jetzt hier aktuell fürs Indoor-Training, deswegen habe ich jetzt hier Indoor-Cycling ausgewählt. Ihr könnt dann hier oben auf das Plus drauf drücken. Ihr habt dann die Möglichkeit, hier ein einfaches Training durchzuführen oder erstellen zu lassen. Das gibt es als Template. Oder dann auch mit mehreren Spins ist eine Option. Das Ganze ist aber nur ein Template, was ihr nutzen könnt. Das heißt also, ihr könnt es dann innerhalb der Trainings nochmal erweitern. Wir nehmen jetzt einfach mal das in der Mitte mit den Spins. Und dann sehen wir jetzt hier schon eine kleine Übersicht angezeigt, was wir alles einstellen können. Wir haben einmal die Möglichkeiten hier beim Warm-up, wenn wir da mal hineingehen, zum Beispiel zu sagen, okay, ich trainiere hier nur auf ein bestimmtes Ziel. Da kann ich mir dann auswählen, ob ich jetzt zum Beispiel das Ganze über Pace machen möchte oder dann auch über Herzfrequenz. Und was natürlich hier Sinn macht, ist dann hier das Ganze über Power durchzuführen. Da könnt ihr dann entsprechend hier die Ziele setzen, einmal nach Regionen bzw. Power-Regionen, die ihr eingestellt habt, oder auch dann entsprechend hier harte Wattzahlen eingeben, in welchem Bereich ihr da trainieren möchtet. Das Ganze könnt ihr klassisch hier über ein Radmenü auswählen und entsprechend einstellen, wie ihr das Ganze haben möchtet. Ebenfalls habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel jetzt nochmal in so ein Workout hineingeht, beziehungsweise in Teil des Workouts, könnt ihr auch die Displaysfelder einstellen. Wir können sagen, wir möchten zum Beispiel mehrere Datenfelder haben oder auch die Schriftgröße, wenn euch entsprechend die Schrift hier zu
zu klein oder zu groß ist. Darüber hinaus ist natürlich die Option auch noch die Laufzeit, also die Duration einzustellen. Das Ganze ist jetzt hier auf 5 Minuten eingestellt. Und wir haben unten natürlich auch die Option, dann auch weitere Trainings hinzuzufügen. Wir können nochmal ein Warm-up hinzufügen, das macht jetzt keinen Sinn. Aber wenn ihr zum Beispiel ein Steady noch hinzufügen möchtet oder dann auch nochmal was Schnelleres, das könnt ihr dann auch nochmal hier verwalten. Wir gehen jetzt einfach mal auf 1 drauf und erweitern das Ganze. Und wenn ihr oben auf Edit geht, dann könnt ihr dann auch nochmal das in der Reihenfolge einstellen, wie ihr das möchtet, beziehungsweise wie ihr das Ganze braucht. Gehen wir einfach hier Drag and Drop, kann man das Ganze, wie gesagt, verschieben. Ja, jetzt können wir auch dann schon direkt loslegen. Wir wollen ja jetzt Indoor Cycling machen. Wir haben das Training ja schon entsprechend hinterlegt. Jetzt gehen wir einfach auf Indoor Cycling. Dann können wir auf die 3 Punkte gehen. Wir können einmal auswählen zwischen Open Workout, das heißt einfach drauf losfahren. Wir können uns auch eine Distanz stellen, eine Zeit oder Kalorien. Spins könnt ihr auch machen entsprechend. Oder wir können jetzt auch den Interval Schedule auswählen. Das machen wir jetzt hier einfach mal. Dann sehen wir das Training, das ich gerade angelegt habe. Dann können wir das Ganze hier nutzen. Wir sehen jetzt hier, das Ganze wird auch schon erkannt und legt dann gleich direkt los. Ja, ihr bekommt auch immer wieder angesagt, wenn ihr dann in der Range seid oder außerhalb der Range. Also ihr könnt es wie gesagt einstellen oder auch abstellen, dass hier jemand spricht. Ihr könnt euch das Ganze auch nochmal groß anzeigen lassen. Das sehen wir hier, das Datenfeld. Ja, und so könnt ihr dann entsprechend hier durchtrainieren und hier euer Training durchführen und habt das Ganze hier auf der Apple Watch Ultra. Ja, falls euch das nerven sollte, wenn jemand ständig reinspricht, könnt ihr es auch noch während des Workouts einstellen. Drückt einfach ganz lange hier auf die Taste, geht dann hier auf Settings und dann geht ihr hier einfach auf Voice und dann könnt ihr hier die Dame ausstellen. Ja, ihr müsst dann trotzdem aber hier auf keine Signale verzichten. Statt der Sprache bekommt dann ihr auch noch so eine Vibration auf der Hand, dass ihr dann auch hier wisst, wann dann hier das nächste Workout kommt. Ihr könnt bei der Apple Watch Ultra dann auch direkt in die Pause gehen, also Action-Button und den Button rechts. Kommt ihr hier in die Pause rein und dann geht es hier weiter. Beziehungsweise hier könnt ihr dann mit der linken Action-Button könnt ihr dann hier auch eine Sektion überspringen. Wenn ihr das Workout dann durchgeführt habt, wird es auch synchron oder direkt hier auf Workouters übertragen. Ihr habt dann alle Daten auch gleich direkt dort. Ihr seht einmal dann natürlich die Übersicht der Herzfrequenzzone, als auch natürlich der Kalorien, wie auch dann die Splits, die ihr dann habt, die ihr trainiert habt. Ich bin jetzt nicht ganz das Training abgefahren, was ich hinterlegt habe, weil ich etwas langsamer heute unterwegs war. Und dann sehen wir natürlich nochmal eine Übersicht der Power, die ihr dann auch in der Zeit erbracht habt. Wenn wir in die Fitness-App hineingehen, sehen wir dann auch nur, dass die Kalorien hier nur angezeigt werden, beziehungsweise nur die Zeit und auch die Herzfrequenz. Was wir leider hier nicht hinterlegt haben, ist die Powerzone, beziehungsweise die Power, die ihr hier erbracht habt. Das wird hier leider nicht übertragen. Was aber übertragen wird, wenn ihr zum Beispiel Strava-Nutzer seid, ihr könnt dann auch Workouters hier mit Strava verbinden, beziehungsweise hier eine Verbindung aufstellen und das Ganze automatisch synchronisieren. Und dann wird auch hier das Workout direkt über Strava und an Strava übertragen. Und ihr seht dann auch, hier haben wir dann die Kalorien, Herzfrequenz als auch die Zeit. Und was hier dann auch übertragen wird, ist dann tatsächlich auch die Power, beziehungsweise die Leistung, die ihr erbracht habt. Die ist dann ebenfalls hier in Strava enthalten. Und wir sehen dann auch, wenn wir hier in die Analyse hineingehen, ich bin jetzt kein Premium-Mitglied, sondern nur einfaches Mitglied, dann könnt ihr auch hier sehen, wird das Ganze hier mit Grafiken dann nochmal übertragen und könnt euch das Ganze hier dann nochmal genauer anschauen, wie ihr das benötigt. Wenn ihr jetzt natürlich einen Fahrradcomputer von Garmin habt oder von Wahoo, dann könnt ihr das natürlich hier auch mit der Garmin-App übertragen, beziehungsweise hier das Ganze mit Health verbinden. Das ist kein Problem. Da braucht natürlich die Apple Watch Ultra nicht. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, ich möchte nur mit der Apple Watch Ultra trainieren, ist das eine Möglichkeit. Also Workouters ist eine von vielen Möglichkeiten von den Apps, die ihr im App Store finden könnt. Es gibt hier zum Beispiel noch Cycle Meter, die das Ganze mit unterstützen, beziehungsweise hier ist dann aber eine Lizenzgebühr, eine jährliche, glaube ich, ist es sogar, Lizenzgebühr fällig, die ihr hier bezahlen müsst. Das habt ihr bei Workouters zum Beispiel nicht. Darüber hinaus ist natürlich dann auch bei Workouters noch der Vorteil, ihr könnt euch auch noch navigieren lassen. Das heißt also, wenn ihr draußen unterwegs seid, könnt ihr dann auch entsprechend hier Streckennavigation durchführen. Wie das mit Workouters und Navigation mit der Apple Watch Ultra funktioniert, das verlinke ich dir oben mal. Da habe ich das Ganze mal beim Laufen gezeigt, ist aber auch hier beim Radfahren entsprechend möglich. Das Ganze ist dann wie gesagt mit der Apple Watch Ultra Series 8, 6, 7 kein Problem, das Ganze hier durchzuführen. Wenn dich noch mehr Themen rund um Apple Watch interessieren, ich verlinke dir mal oben eine Playlist rund um Apple Watch, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke auch mal Best-of-Playlist meines Kanals. Da kannst du reinschauen, was sonst noch alles stattfindet. Ich würde mich natürlich freuen, dich hier auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.